Ich mache heute ein Video zu dem Thema Beten. Das Beten aus christlicher Sicht. Was erfährt man da in der Bibel? Und dazu lese ich ein kleines Stück aus dem Matthäus-Evangelium, Matthäus 6, vom Beten. Das Vaterunser. Und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, die da gern stehen und beten in den Schulen und an den Ecken auf den Gassen, auf dass sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn aber du betest, so gehe in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater im Verborgenen. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's vergelten öffentlich. Es wird also da gesagt, dass man nicht so beten soll oder das Ziel ist, dass man Eindruck hinterlässt bei den anderen. Vielleicht unbedingt schick gekleidet, dass die anderen neidisch sind oder einen bewundern, was man für ein tolles Hemd hat oder eine tolle Hose oder tolle Schuhe. Und es steht auch nicht, dass man in großen Gruppen beten soll, sondern es steht da ausdrücklich, geh in dein Kämmerlein. Ein Kämmerlein ist ein kleiner, winziger Raum, so war es früher, den man hat, und da kann man sich alleine niederlassen sozusagen. Das Kämmerlein hat eine Tür, die soll man schließen, damit niemand hinzukommt und niemand hört, was man redet zu Gott. Das ist der Sinn, dass du dich herausnimmst aus dem Alltag, eine Situation schaffst, in der du sagen kannst, das möchte ich erleben, ich möchte ganz persönlich, privat mit Gott sprechen. Und zwar frisch, frei von der Leber weg. Ich muss nicht unbedingt tolle Texte bringen, sondern ich möchte Gott einfach sagen, wie es mir geht. Und vielleicht sage ich Dank und bedanke mich bei Gott für etwas, eine Situation, für irgendetwas in meinem Leben, was mir widerfahren ist, oder ich bitte Gott um irgendetwas, weil es mir so schlecht geht und ich weiß aber nicht, an wen ich mich wenden kann. Und deshalb schafft man sich so eine Privataudienz sozusagen. Ich spreche privat mit Gott. Das bedeutet aber, dass ich eine Vorstellung habe oder zulasse, dass es etwas Göttliches gibt. Da ist eine Kraft, die ist mächtiger als ich, und wir nennen sie auch, das ist die Schöpferkraft, das, was alles erschaffen hat. Es ist größer und mächtiger als wir. Und um mit Gott zu beten, muss ich das zulassen, diesen Gedanken, dass das tatsächlich gibt. Und ich möchte ja mit dem reden, der mehr Macht, mehr Erfahrung hat als ich selbst und mir deshalb helfen kann. Also schaffe ich diese Situation. Ich gehe in so ein kleines Kämmerlein. Es ist nicht angegeben, wie groß es sein soll. 2 Quadratmeter, 5 Quadratmeter, 10 Quadratmeter. Und ich denke, es kann auch sein, dass man sich das vorstellt. Man ist allein mit Gott, auch wenn ich ihn nicht sehe, in diesem Kämmerlein, in Anführungsstrichen. Das kann aber auch, glaube ich, ein Rasen sein, zum Beispiel. Irgendwo eine Wiese, oder ich kann in einem Wald sein und mir vorstellen, so, das wäre jetzt meine kleine Kammer, die ist da. Ich mache sozusagen die Tür zu, niemand stört mich, niemand kommt rein, niemand hört, was ich mit Gott zu reden habe, weil das ist ja meine Privatsache. Und deshalb soll ich auch nicht so reden, dass alle das hören und applaudieren und toll finden und mich dort auf die Straße stelle oder auf ein
Platz oder in eine Schule. Und ich schaffe diese Privatsituation. Und dann lege ich Gott einfach da, wie es mir geht. Was ist mein Anliegen? Was möchte ich Gott erzählen, mitteilen? Und wenn man das macht, diese Privatsituation hat, fühlt man sofort in sich eine Veränderung, weil man sich herausgenommen hat aus dem Alltag, egal was man macht, aus dem Berufsleben, Haushaltsleben oder wie auch immer. Man schafft eine Situation, meinetwegen eine Viertelstunde, die hat man für sich selbst ganz alleine mit Gott. Schafft man sich. Das fühlt man sofort in sich. Wenn man dann etwas sagt oder spricht, hat man sofort dieses Gefühl, oh, ich spreche zu etwas Höherem. Das ist etwas anderes, als wenn ich jetzt mit meiner Frau oder meinem Mann oder meinen Kindern spreche. Man fühlt, da ist etwas, ja, das beruhigt mich und es ist etwas Höheres. Ich kann es akzeptieren, da ist etwas Höheres. In diesem Matthäus-Evangelium, Matthäus 6, heißt es dann, und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viel Worte machen. Darum sollt ihr euch ihnen nicht gleichstellen. Euer Vater weiß, was ihr bedürfet, ehe denn ihr ihn bittet. Darum sollt ihr also beten, unser Vater in dem Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie wir unseren Schuldigern vergeben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Denn so ihr den Menschen ihre Fehler vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wo ihr aber den Menschen ihre Fehler nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Fehler auch nicht vergeben. Wenn man sagt, dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit, bedeutet das, dass man Demut kennt. Man akzeptiert, dass da etwas Größeres ist, etwas Mächtigeres ist und man schämt sich nicht, dass man sich darunter senkt, sozusagen. Man schämt sich nicht dafür, dass es etwas gibt, was stärker ist, mächtiger ist, sondern man empfindet diese Demut als Bereicherung. Es ist ein tolles Gefühl, wenn ich mich beugen kann, etwas Stärkerem oder etwas Aufrichtigerem, wenn ich mich dem beugen kann, ohne deswegen schlechte Gefühle zu bekommen, sondern im Gegenteil, ich beuge mich dem und habe das Gefühl, es wird mir abgenommen, was ich an Sorgen habe, weil ich es dem gebe, der mehr Macht hat über das Leben, über alles Leben, über die gesamte Welt. Und dann kann man ein sehr schönes, positives Gefühl empfinden und sich freuen, wenn man ein Privatgespräch mit Gott hat. Man freut sich, dass man raus ist aus all dem Alltag. Man freut sich, dass man diesen privaten Moment mit Gott hat. Man freut sich, da ist jemand, dem kann ich vertrauen und alles sagen, was mir auf dem Herzen liegt. Und ich habe dieses Vaterunser, dieses Gebet sozusagen, das darum bittet, vergib uns unsere Schuld, wie wir unseren Schuldigern vergeben. Das heißt, egal was man jetzt getan hat,
was verkehrt war, ist da die Bitte, vergib uns, vergib mir, dass ich dieses oder jenes getan habe oder nicht getan habe, so wie ich auch meinen Schuldigern vergebe. Und das bedeutet, ich muss bereit sein, meinen eigenen Schuldigern zu vergeben und kann nicht nachtragend sein, 20, 30 Jahre oder mein Leben lang, weil mir irgendjemand irgendetwas schuldig geblieben ist, sei es materiell, sei es emotional, sei es an Worten oder wie auch immer, sondern ich muss an einen Punkt kommen, wo ich ruhig bin und bescheiden in mir selbst und ich selber mir sage, ich verzeihe dem oder derjenigen, dass ich vergebe. Und so wie ich bereit bin, diesem oder derjenigen zu vergeben, wird auch Gott mir vergeben, wenn ich ihn darum bitte. Weil es heißt, vergib uns unsere Schuld, wie wir unseren Schuldigern vergeben. Wenn man das akzeptiert, dass es da etwas Göttliches gibt, dann kann man, auch wenn man so privat betet, die Vorstellung zulassen, dass Gott irgendetwas verändern wird, was richtig sein wird, was ich aber gar nicht erkenne oder gar nicht spüre. Aber du gehst sozusagen aus deinem Kämmerlein, ob es jetzt tatsächlich da ein Kämmerlein ist, ob aus Holz oder Stein, oder ob du ganz für dich allein auf einer Wiese stehst und sagst und denkst dir, das ist jetzt meine Kammer, weil ich habe kein anderes Kämmerlein, aber ich habe das Bedürfnis, mit Gott zu reden. Und wir sind keine Roboter, die immer um die gleiche Uhrzeit das Gleiche sagen oder beten müssen. Wir sind keine Roboter als Menschen. Es kann sein, dass du ganz plötzlich spontan, meinetwegen ist es 3 Uhr nachts und du hast das Gefühl, ich möchte etwas zu Gott sagen, dann kannst du das tun und dann darfst du dir das Recht nehmen, du machst es, auch wenn es 3 Uhr nachts ist. Oder es ist 8 Uhr in der Früh oder es ist meinetwegen 12 Uhr Mittag oder 16 Uhr Nachmittag oder 22 Uhr abends oder wann auch immer, wenn du das Gefühl hast, du möchtest gerne mit Gott sprechen, versuch so einen Weg zu ihm zu finden. Das heißt jetzt nicht, dass wenn du gerade 5 Teller in den Händen hältst und du hast das Gefühl spontan, oh, jetzt möchte ich mal mit Gott reden, lässt du die Teller alle fallen und gehst irgendwo hin und sagst so, jetzt möchte ich mal mit Gott reden. So nicht, dann kannst du es vor dir herschieben, aber du steuerst das als Ziel an. Du möchtest jetzt in nächster Zeit, in naher Zeit, dir eine Situation schaffen, wo du allein sein kannst. Und das kannst du jemandem auch sagen, das kannst du auch in deiner Familie sagen, ich möchte gerne jetzt mal ein paar Minuten für mich alleine haben. Du kannst auch sagen, ich habe etwas mit Gott zu bereden. Und du musst nicht den anderen sagen, was du mit Gott beredest. Wenn du es möchtest, kannst du es machen, aber kein Mensch hat das Recht, dich zu irgendetwas zu zwingen. Und wenn du dieses Bild hast von Gott, dass Gott die Macht hat, etwas zu verändern in deinem Leben und daran glaubst, dass das möglich ist, kann eine Situation in dir entstehen, in deinem Leben, vielleicht schon ein paar Minuten später, ein paar Stunden später, ein paar Tage später, da fühlst du, oh, da hat sich jetzt etwas verändert, etwas Tolles ist geschehen, was ich gar nicht mehr geglaubt habe, dass das möglich ist. Und du fühlst, dass Gott sozusagen in dein Leben hineinreicht mit seinen Händen, mit seinem Arm, symbolisch gemeint. Reicht er in dein Leben rein, um dich zu grüßen und auch um deinem Leben etwas zu verändern. Und dann kannst du sein wie ein kleines Kind,
Du musst da keinen Professorentitel haben, sondern vertraue Gott und sei, wie du bist, aufrichtig. Nicht anderen Leuten irgendetwas vorspielen, nicht großartiges Theater, nicht 3 Doktortitel und 5 Professorentitel, sondern du bist ganz einfach Mensch. Du bist jetzt im Hier und Jetzt als Mensch geboren und damit bist du ebenso, wie auch Jesus war, als er hier war, als Mensch in Menschengestalt mit denselben Bedürfnissen, menschlichen Bedürfnissen, die Jesus sicherlich auch kannte und hatte. Ja, das möchte ich gerne sagen. Also vertraue auf Gott und wenn du ihn völlig verloren hast aus deinem Sinn, versuche ihn wieder aufzubauen und versuche das mal ganz privat mit ihm zu sprechen. Und es muss keine Regelmäßigkeit da sein, jeden Tag um so und so viel, sondern lass dir den Freiraum. Ich spreche zu Gott, wenn ich das Bedürfnis habe, ich möchte mit Gott sprechen. Oder Gott spricht vielleicht plötzlich zu mir. Das kann auch sein. Du liegst im Bett, hast die Augen zu und plötzlich hast du das Gefühl, du hörst eine Stimme oder du hörst die Gedanken von jemandem, aber so wie Worte, als wenn jemand spricht. Dann hörst du zu, dann merkst du, das ist vielleicht Gott, der mir eine Botschaft geben will, der etwas zu mir sagen möchte. Und das ist ein sehr schönes Gefühl. Es gibt mehr als unsere menschliche Welt und das, was wir für gut und richtig befunden haben. Also vertraue Gott und quatsche mal mit ihm, sage ich jetzt mal so. Vertraue ihm und erzähle ihm aus deinem Leben aufrichtig. Und wenn dir die Tränen kommen, lass sie fließen, die Tränen. Die Tränen sind Wahrheit. So. Und es kann gut sein, dass du sehr schon ganz glücklich bist und befreit bist. Schon nach ein paar Minuten hast du in dir das Gefühl, oh, war das toll jetzt an diesem Tag. Und es macht dich glücklich und für den Rest des Tages vielleicht, ja, zufriedener. Ich nenne dieses jetzt vom Beten Teil 1 und ich werde sicherlich noch etwas dazu machen. Meine Aussprache ist nicht so ganz klar und deutlich, weil erstens werde ich jetzt 72, bin also alt und ich habe Zahnprothesen. Das heißt, damit kann ich nicht so sprechen, als hätte ich jetzt noch meine eigenen Zähne. Und deswegen, ja, ist es einfach nicht so klar. Das wollte ich mal sagen, aber der Inhalt ist klar. Meine Gedanken sind klar. Meine Worte sind klar. Mein Herz ist klar. Liebe Grüße und ich sage Shalom, was auch Frieden bedeutet im Hebräischen. Und Friede ist ja etwas, was aktuell sehr wichtig ist und was sich eigentlich alle wünschen, obwohl sehr, sehr viele Menschen genau den anderen Weg gehen. Und da haben sie etwas, das könnten sie mal mit Gott besprechen, was da nicht okay ist in ihrem Leben oder in der Welt. Warum die Welt so aussieht, wie sie aussieht. So. Okay. Shalom.